Hallo zusammen zum letzten Video in 2019. Heute das Ganze ein wenig ruhiger, langsame Bilder zum Jahresausklang. Ich möchte euch mein Simracing Setup vorstellen. Mein Setup basiert auf dem RSeed RS1. Das Ganze ist erhältlich auf der Seite rseed.net. Die haben verschiedene Konstruktionen, aus denen ihr wählen könnt. Das ist so eine Einsteigerkonstruktion, aber sehr, sehr solide. Ich habe hier also einen entsprechenden Vollschalensitz als Basis. Der ist auf einem sehr, sehr stabilen Stahlrahmen montiert. Der Sitz hier ist über eine Laufschiene, ähnlich wie wir das aus dem Auto kennen, auch komplett verstellbar. Bedeutet also, ihr könnt den Sitz über diese Laufschienen ganz einfach nach vorne oder hinten bewegen, was super praktisch ist. Viel, viel besser als bei anderen Simracing-Lösungen, die ich jetzt so kennengelernt habe, die dann zwar platzsparender sind, weil man sie zusammenklappen kann, aber die ganze Verstellmöglichkeit dann immer über Verschraubungen gelöst werden muss, was ich sehr unpraktisch finde. Und hier hat man eben, wie gesagt, ähnlich wie im Auto, ein Schienensystem, was es sehr, sehr, sehr einfach macht, die Sitzposition schnell und effizient zu verstellen. Das nächste ist, ihr seht das jetzt hier auch, die Konstruktion, auf der dieser Schalensitz montiert ist extrem stabil. Sowohl der Rahmen als auch die ganzen Teile, die an dem Rahmen angebracht sind, sind also wirklich absolut hochwertig und sehr, sehr, sehr stabil. Da wackelt nichts, also auch wenn ihr jetzt, sag ich mal, eine etwas höhere Force-Feedback-Kraft am Lenkrad eingestellt habt und also wirklich auch mit Gegenkräften arbeiten müsst, die das Lenkrad erzeugt. Auch dann ist aufgrund dieser Rohrdicke und der Durchmesser und der Stabilität insgesamt des ganzen Rahmensystems da keinerlei Bewegung drin oder irgendwelche Vibrationen. Das fühlt sich also sehr, sehr gut an, wenn man hiermit eben Simracing betreibt. Absolut empfehlenswert. Würde ich auch immer irgendwelchen etwas günstigeren Varianten vorziehen, weil es einfach dann nachher den Spaß so ein bisschen raubt, wenn das alles so wackelig und klapperig ist. Und hier ist es einfach super solide. Ein weiterer Punkt, auf den ich hier gerne eingehen möchte, ist die Modularität. Das heißt, das System lässt sich auch modular erweitern. Zum Beispiel kann man jetzt hier im hinteren Teil unterhalb des Sitzes auch noch wunderbar ein sogenanntes Buttkicker-System installieren. Das sorgt dann dafür, dass eben Vibrationen aus dem Spiel, wie zum Beispiel, wenn man jetzt über einen Curb fährt oder ähnliches, dass die dann auch in die Konstruktion und dadurch sozusagen in den Sitz übertragen werden, was auch nochmal ein bisschen mehr Realitätsgefühl erzeugt. Zudem bietet die sehr großzügige Rahmenkonstruktion auch die Möglichkeit, noch Anbauteile oder Zubehörteile eures Lenkrad-Setups hier in dieser Rahmenkonstruktion zu verstauen, wie bei mir jetzt zum Beispiel das sehr große und schwere Ladegerät. So habt ihr alles immer kompakt zusammen. Die Pedalerie bzw. die Aufnahme für die Pedale ist auch fest mit der Rahmenkonstruktion verbunden. Ihr habt auf dieser Rahmenkonstruktion dann so eine Art auch wieder Schieber- oder Gleitplatte, die ihr dort leider überschrauben, lösen und dadurch in der Entfernung variieren könnt und auch im Neigungswinkel. Das ist also wie bei jedem anderen Simracing-Setup ähnlich, aber eben auch wieder deutlich stabiler und dadurch viel wertiger und gibt euch insgesamt auch beim Bremsen oder Gas geben eben ein sehr gutes Gefühl, denn auch hier ist aufgrund der Tatsache, dass die Pedalerie direkt mit dem sehr stabilen Rahmen verbunden ist, gar keine Möglichkeit da, dass bei einem Gas- oder Bremsbefehl sich irgendwas verwinden oder verziehen kann. Das heißt also, jeder Impuls, den ihr auf den Pedalen gebt, ist einfach linear in die Richtung, in die ihr die Kraft aufwendet. Wenn wir jetzt einen Blick werfen auf die Befestigung eures Lenkrads, sehen wir jetzt auch hier sehr, sehr stabil, sehr solide. Man hat die Möglichkeit, den Neigungswinkel und die Position sehr exakt zu variieren. Die Grundplatte bietet die Möglichkeit, verschiedenste Lenkradsysteme darauf zu montieren. Ich habe jetzt hier ein Fanatec-System montiert, was auch wieder sehr modular ist. Man kann also wählen, welche Art von Lenkrad möchte man einsetzen. Hier habt ihr einen Schnellverschluss, ähnlich wie das jetzt am richtigen Rennauto zum Beispiel auch der Fall ist. In Sachen Lenkrad habe ich mich für ein Clubsport-Lenkrad entschieden von Fanatec. Das ist jetzt einem BMW GT3 Lenkrad nachempfunden. Man hat hier einen wunderschönen Alcantara-Bezug, das ist sehr, sehr griffig, liegt gut in der Hand, ist auch sehr hochwertig verarbeitet, also ist von der Qualität her, würde ich jetzt sagen, genauso hochwertig wie ein echtes Lenkrad, was im Rennsport eingesetzt wird. Ihr habt sehr viele Knöpfe, die ihr alle frei belegen könnt. Ihr habt ein dediziertes Display am Lenkrad, was euch einmal die Möglichkeit gibt, verschiedene Konfigurationen am Lenkrad selber einzustellen. Man kann zum Beispiel Lenkwinkel und ähnliche Sachen direkt über das Lenkradmenü
einstellen, ohne dass ihr hier die Software verwenden müsst. Außerdem könnt ihr an diesem Display dann auch, sofern das Spiel euch die Informationen bereitstellt, die Geschwindigkeit und auch die Schaltpunkte anzeigen lassen. Das heißt also, er flackert dann eben, wenn ihr in den nächsten Gang wechseln müsst. Zusätzlich zu dieser LED-Anzeige gibt es eben auch nochmal jede Menge Knöpfe, die ihr alle frei konfigurieren könnt. Und da möchte ich euch jetzt mal ein paar im Detail vorstellen. Es gibt links und auch rechts einen Joystick. Es gibt jede Menge Knöpfe im oberen als auch im unteren Bereich, plus eben noch die beiden Schaltpedals, die auch am Lenkrad befestigt sind. Das System von Fanatec, was ich hier einsetze, nennt sich Wheelbase Version 2.5. Hier ist eben die Möglichkeit da, unterschiedliche Lenkräder zu befestigen, was auf Dauer natürlich den Spielspaß am Leben hält oder auch am hohen Niveau hält, weil ihr je nach Simulationstyp unterschiedliche Lenkräder einsetzen könnt. Jetzt schauen wir noch ein kleines bisschen auf diese Grundeinheit, auf diese Wheelbase 2.5. Hier ist jetzt eben dieser Schnellverschluss, an dem ihr die verschiedenen Lenkräder aufstecken könnt. Außerdem sieht man hier jetzt sehr schön durch diese teilweise transparente Plexiglasplatte, die sich oben auf der Wheelbase befindet, dass eben im Inneren ein Motor mit Riementrieb verwendet wird. Das sorgt dafür, dass ihr ein sehr weiches und angenehmes Lenkgefühl habt, was, wie ich finde, dem Lenkgefühl im Auto auch extrem nahe kommt. Hier ist also wirklich meiner Meinung nach kaum ein Unterschied zu spüren. So sieht die Lenkradeinheit aus, wenn wir die von der Grundplatte abziehen. Im Inneren sind die verschiedenen Anschlusspunkte, um die Knöpfe und die Bedienelemente eben mit Strom und Informationen zu versorgen. Auf der Rückseite sehen wir jetzt hier auch die sehr soliden Schaltpedals. Es ist insgesamt extrem wertig gefertigt, alles ist aus Metall. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, diese Schaltpedals zu wechseln. Also auch hier wieder sehr viel Flexibilität, die dann im Endeffekt dafür sorgt, dass man lange Spaß daran hat. Denn im Simracing fehlen einem einfach gewisse Einflüsse aus der Realität und so kann man die an diesen Stellen so ein bisschen kompensieren. Das ist jetzt der Verbindungspunkt an der Wheelbase. Hier auch nochmal die Aufnahmepunkte eben für die Verbindungspins auf eurem Lenkrad und da wird das dann aufgesteckt. Ihr müsst hier nichts verschrauben, das ist ein Schnellwechselsystem wie im richtigen Rennauto auch. In Sachen Zuverlässigkeit kann ich auch nur Gutes berichten. Sowohl der R-Seat als auch die Fanatec Wheelbase laufen über ein Jahr lang absolut problemfrei. Jetzt noch ein kleiner Detailblick auf die Pedalerie. Bei anderen Systemen hat mich immer gestört, dass es zwar möglich war, die Pedalbelegung per Software zu ändern, aber die Pedalposition physisch nicht verstellbar war. Bei dem System von Fanatec hingegen kann man tatsächlich die Pedalposition verändern. Es ist ein bisschen aufwendig, nicht ganz so einfach, aber es funktioniert und ihr könnt euch das Pedal-Setup so zusammenbauen, wie ihr es gerne möchtet. Bei mir ist zum Beispiel die Bremse ganz außen links, das Gas ganz außen rechts, weil ich im Automatikmodus immer über die Pedals schalte und das Kupplungspedal nicht brauche. Das waren jetzt also ein paar Eindrücke von meinem Simracing-Setup. Vielleicht war das ein oder andere ja dabei, was euch inspiriert hat oder was euch ganz gut gefällt. Wie gesagt, der Sitz ist rseat.net und das Lenkradsystem ist von Fanatec. Kommt gut ins neue Jahr. Bis bald. Ciao.